ResearchGate wurde 2008 gegründet und hat nach eigenen Angaben 20 Millionen Mitglieder. Es ist eine Mischung aus Facebook, Twitter und LinkedIn für Wissenschaftlerinnen. Was bringt diese Plattform? Und lohnt es sich, dabei zu sein? Die Kommunikation zwischen Wissenschaftlerinnen erfolgte früher mit Briefen, nach der Gründung von Fachzeitschriften auch in Form von Publikationen und in den letzten Jahrzehnten auch mittels Vorträgen und Diskussionen an Konferenzen. Und später verlagerte sich ein Teil der Kommunikation auf soziale Netzwerke und zu Mailinglisten. ResearchGate, Academia und Google Scholar sind solche sozialen Netzwerke, die sich speziell an Forschende richten. Sowohl auf Google Scholar wie auch auf ResearchGate kann man eine Publikationsliste erstellen und einen H-Index berechnen lassen. Schauen wir uns nun ResearchGate näher an. Es handelt sich um ein profitorientiertes Unternehmen, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Diese scheint sich über Investoren, Stellenangebote und Werbeeinnahmen zu finanzieren. Gehen wir zur Website. Die Hauptnavigation umfasst 7 Reiter: Homepage, Fragen, Jobbörse, Aktualisierungen, Nachrichten, Anfragen und eigenes Profil sowie einen Suchschlitz. Auf der Homepage werden in der linken Spalte aktuelle Beiträge angezeigt. Das heißt Beiträge von Personen, denen man folgt oder mit denen man publiziert hat. Oder Beiträge, von denen ResearchGate denkt, sie würden einen interessieren. Die rechte Spalte beinhaltet hauptsächlich die Jobbörse. Zuoberst findet man irgendeine Statistik und zuunterst Vorschläge, mit wem man sich noch vernetzen könnte. Die Funktion Fragen verwende ich fast nie. Die in der Jobbörse vorgeschlagenen Stellen sollen auf den Informationen im Profil basieren. Ich finde sie für mich nicht immer passend und verwende lieber die Suchfunktion. Obwohl hauptsächlich naturwissenschaftliche Stellen ausgeschrieben sind, werden gelegentlich auch Stellen für Sozialwissenschaftlerinnen angeboten. Grundsätzlich erscheint mir diese Funktion von ResearchGate sehr sinnvoll, da man als Arbeitgeberin direkt sein Zielpublikum anschreibt und als Arbeitssuchende nicht bei jeder Universität einzeln die Stellenanzeigen durchforsten muss. Die Nachrichten, die ich über diesen Kanal erhalte, sind meistens von Personen, die sich dafür bedanken, dass ich ihnen einen Artikel zugeschickt habe. Manchmal entstehen so auch kurze Diskussionen. Die Möglichkeit, andere Autorinnen um die Volltexte ihrer Artikel zu bitten, also die Anfragen, sind sicher eine der herausragendsten Funktionen von ResearchGate. Ich habe diese früher nicht genutzt, sondern direkt den Korrespondenzautor, Corresponding Author, per Mail um eine Kopie des Artikels gebeten, wenn dieser in unserer Universitätsbibliothek nicht vorhanden war. Ich habe es nun aber auch 4-mal über ResearchGate versucht und 2 Artikel erhalten. Funktioniert also nicht so schlecht. Wenn ich angefragt werde, sende ich meine Artikel fast immer. Auf privatem Weg, manchmal auch mit privatem Upload, aber meist ohne. Wenn ich nicht erst Autorin bin, mache ich mir nicht immer die Mühe, den Artikel zu senden. Aus der Erfahrung heraus, dass die Co-Autorinnen die Anfrage ebenfalls erhalten und den Artikel vielleicht schon gesendet haben. Im eigenen Profil gibt es mehrere Unterseiten. Also das Profil, die aufgelisteten Forschungsarbeiten, Statistiken und Scores. Der ResearchGate Score soll ja per Ende Juli abgeschafft werden. In letzter Zeit habe ich hauptsächlich Open Access publiziert. Was mir bei der Darstellung der Artikel in ResearchGate aber fehlt, ist genau diese Angabe und die Möglichkeit, einen Link zu hinterlegen. Ich möchte ja, dass meine Artikel möglichst häufig von der Verlagsseite heruntergeladen werden, wo sie in der neuesten Version vorhanden sind, in der Annahme, dass diese Downloads bei der Berechnung alternativer Metriken hinzugezogen werden. Umgekehrt ist das Interesse der ResearchGate-Betreiber, dass möglichst viel Verkehr über ihre Webseite läuft. Bei Subskriptionszeitschriften ist das Hochladen der Verlags-PDFs auf ResearchGate meistens nicht legal. Das führt für die Plattform immer wieder zu Problemen mit erbosten Verlagen. Eine Frage, die sich Forschende manchmal stellen, ist, ob die Publikation, also das Hochladen des Artikels auf ResearchGate, sozusagen als Green Open Access gewertet werden kann. Der Schweizerische Nationalfonds schreibt hier auf seiner Website, dass das Publizieren auf Plattformen wie ResearchGate oder Academia die Open Access Kriterien des SNF nicht erfüllt, da die Benutzer sich dort registrieren müssen, was dem freien Zugang widerspricht. Die Plattformen verfolgen zudem ökonomische Ziele, indem sie die Benutzerdaten kommerziell nutzen, was der SNF nicht unterstützt. Auch die Veröffentlichung von Werken auf der eigenen Website erfüllt die OA-Kriterien des SNF nicht, da die langfristige Zugänglichkeit der Texte nicht gesichert ist. Fassen wir also zusammen. Die Vorteile eines Profils auf ResearchGate sind, dass man Berufliches von Privatem trennen kann,
Das heißt, das Private hat man vielleicht auf Facebook. Und dass man andere Autorinnen leicht kontaktieren kann. Die Nachteile der Plattform sind, dass das Betreuen des eigenen Profils halt auch wieder Zeit kostet. Man trägt ja seine Publikationen in seinem Lebenslauf ein, auf dem Org-ID-Profil. Man schaut regelmäßig, dass die Autorenprofile auf den verschiedenen Datenbanken aktuell sind. Ja, und wenn man dann noch Zeit und Lust hat, kann man seine neuesten Publikationen auch auf ResearchGate eintragen. Und was mir auch gar nicht gefällt an der Plattform, ist der penetrante Versuch von ResearchGate, immer wieder an Volltexte zu gelangen. Ich hoffe, diese Infos helfen euch ein wenig weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.